Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikom Trompetentraining. Mike hat sich gemeldet, er hat Probleme mit der Naturtonbindung. Das heißt, immer dann, wenn er die Naturtonbindungen üben möchte, entsteht zwischen den zwei gebundenen Tönen dieser Bruch, also dieses typische Umschaltgeräusch bzw. wie so eine Art Krachen kann man das wahrnehmen. Er möchte natürlich wissen, wie er trainieren kann bzw. was er machen kann, damit diese Naturtonbindungen leichter bzw. geschmeidiger und natürlich ohne Unterbrechung funktionieren. Mike, ich kann mich sehr gut reinversetzen in deine Situation. Auch die Naturtonbindungen waren bei mir die größte Baustelle beim Trompete lernen. Das Problem ist, wenn wir immer wieder an den gleichen Punkt ankommen und dieses Umschaltgeräusch passiert, verkopfen wir irgendwann, wir kommen in eine enge Position, das heißt der Hals wird eng, wir verkrampfen auch unsere Lippen bzw. drücken das Mundstück zu sehr gegen die Lippen, weil wir natürlich jetzt erzwingen möchten, dass der eine zum anderen Ton geschmeidig nach oben bzw. weiter nach oben gebunden werden kann. Aber dem gegenüber steht natürlich das lockere und weiche Trompetenspielen. Das heißt, die Lippen sollten immer nur so stark angestrengt sein, dass eben die Luft von unserer Lunge über den Hals, über den Mund eben ins Instrument bzw. übers Mundstück ins Instrument eben geht. Das heißt, alles, was ich mehr mache, ist letztendlich Kraftverschwendung. Und der Spruch bzw. diese Grundüberlegung hat mir damals geholfen, die Naturtonbindung besser spielen zu können. Natürlich habe ich dann auch Töne treiben geübt, beziehungsweise mich damit auseinandergesetzt, wie komme ich denn von einem Ton zum anderen Ton, ohne eben viel Lippenspannung zu benutzen. Und da kam natürlich der erste Faktor ins Spiel, nämlich die Luft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ton nehme, wie das C2, und dabei lauter werde, schießt der Ton automatisch zum nächsten Naturton, zum E2 nach oben. Ich habe meine Ansatzmuskulatur nicht verändert, sondern ich habe nur stärker reingepustet und automatisch ging die Trompete nach oben. Das heißt, ich muss auch zulassen, dass die Trompete eben nach oben geht und nicht mit dem Ansatz den Ton auf Biegen und Brechen eben auf dem C2 halten. Das heißt, man macht den Ansatz fürs C2, bläst mehr Luft rein, lässt aber die Lippen natürlich maximal locker, so locker, dass eben die Luft noch ins Instrument geht, und dadurch, dass ich lauter werde, überbläst die Trompete in den nächsten Naturton. Das heißt, die Lippenmuskulatur, dieses übermäßige Anspannen ist nicht notwendig, denn rein mit der Luft könnte ich das natürlich jetzt auch machen. Es klingt nicht schön, aber ich komme zumindest schon mal nach oben. Das ist der erste Schritt, den man sich bewusst machen muss, dass eben die Lippenspannung nicht für diese Naturtonbindung der entscheidende Faktor ist. Natürlich ist sie mitbeteiligt, weil wir natürlich in ein anderes Schwingverhältnis kommen müssen, beziehungsweise diesen natürlich vom C2 aufs E2 übertragen wollen, aber rein mit der Luft funktioniert das auch schon mal. Und da sind wir schon einen Schritt weiter. Was ich jetzt natürlich noch üben kann, damit es leichter funktioniert, ist meine Zungenposition zu kontrollieren. Je nach Lage habe ich auch eine andere Zungenposition. Das heißt, wenn ich es mir bildlich vorstelle, hebt meine Zunge mit einer nach vorne gerichteten Aufwärtsbewegung den Ton in eine neue Lage rein. Das heißt, wenn ich jetzt die Kombination mache aus Luft und eben dieser Hebebewegung, dann komme ich leichter nach oben zu diesem nächsten Naturton. Bei Silben ist es immer so, dass man in der tiefen Lage das A wählt, also Ta, dann geht man in eine E-Position T und dann in eine I-Position I. Wenn du das jetzt fließend übereinander bringst, diese Vokale, dann passiert Folgendes. Und dann spürt man und fühlt sehr, sehr deutlich, welche Bewegung die Zunge macht und welche Abwärtsbewegung die Zunge letztendlich dann auch wieder macht, um wieder von oben nach unten zu kommen. Das heißt, wir benutzen unsere Zunge und natürlich auch die Luft. Nehmen wieder unsere beiden Töne C2 und E2. Und wenn du ganz genau hinhörst, hörst du zwischen den Tönen auch so wie so eine Art Glissando, das die Posaunisten natürlich mit dem vollchromatischen Zug natürlich viel besser machen können. Aber da sind wir schon sehr nahe am Tönetreiben dran, denn ich kann die Naturtöne natürlich auch verbinden, indem so eine Art Glissando in der Mitte passiert. Und jetzt hast du gemerkt, ich habe weder die Lippen stärker angespannt, sondern ich habe nur Luft benutzt und die Zungenposition. Wenn ich jetzt diese Bindeübung erweitere, also bis zum G spiele, habe ich dann schon 3 Naturtöne, die ich spiele, und kann das jedes Mal natürlich auch wieder umsetzen. Immer der Leitspruch, die Lippen sind locker.
und so weiter und so fort. Also, die Lippen sind locker. Wieso? Sie müssen schwingen, es muss sich angenehm anfühlen und es soll vernünftig klingen. Die Lippe und die Luft und die Zunge in Kombination bringen uns dazu, die Naturtöne zu überblasen. Das heißt, Mike, wenn du jetzt in der Position bist, dass die Naturtöne nicht funktionieren, konzentriere dich erstmal auf Luft- und Zungenposition und mach ruhig diese Übungen, die ich da gerade eben gezeigt habe. Natürlich etwas ausgiebiger, nicht zu schnell, das mache ich jetzt nur für das Video, dass man eben die Information hat. Das heißt, nimm dir ruhig Zeit, immer in Wochenetappen denken und nicht in Minutenetappen. Jetzt mach mal ein paar Mal die Übungen, jetzt muss es klappen. Das ist natürlich anders. Stell dir mal vor, wie oft hast du die Bindung falsch gemacht und wie oft musst du es richtig machen, damit es eben dementsprechend auf unserer Festplatte gespeichert ist. Also wichtig ist immer dieser Leitspruch, die Lippen sollen maximal locker sein. Dementsprechend nutze ich die Faktoren wie Luft, Luftdruck, und dementsprechend natürlich auch Zungenposition, damit ich meine Töne eben in die nächste Lage heben kann. Nach unten fällt uns die Naturtonbindung immer wesentlich leichter, man lässt locker und letztendlich geht es nach unten zum Ton, der eben unten drunter liegt. Wichtig dabei ist aber auch, spiel das kontrolliert und lass es nicht einfach nach unten plumpsen, denn dann haben wir auch wieder keinen schönen Klang. Dann klingt es auch eher, wie ein nach unten fallen, beziehungsweise eben nicht eben das kontrollierte nach unten spielen. Also wir gehen es noch einmal kurz im Brainstorming durch. Die Lippen sind locker, mit Luftgeschwindigkeit und der richtigen Zungenposition, A, E und I, und auch diese Übung ruhig machen mit dem fließenden Übergang der Vokale, kann ich trainieren, die Naturtonbindung zu spielen. Und dann gibt es natürlich Literatur, die du dazu benutzen kannst. Das sind die ganz normalen Trompetenschulen. Dort sind auch immer wieder Naturtonbindungen drin. Und wenn du richtig in die Naturtonbindungen reingehst, dann kauf dir ruhig das Buch von Colin, Lip Flexibilities, und dort gibt es Bindeübungen en masse. Mike, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetenspielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.